Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Zweikanal-Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht es ganz gut. Heute reden wir über ein Transfergerücht, wo nicht nur wir an demjenigen dran sind, sondern es geht um einen großen niederländischen Verein, der auch dran hängt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wie immer, würde mich sehr freuen. Und wir beschäftigen uns heute um das Thema, ob dieser Dribbler an die Elbe wechselt. Denn nach dem Abgang von Tatsuya Ito sucht der 1. FC Magdeburg Verstärkung. Im Fokus steht Zakaria Eda-Shuri. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich werde ihn jetzt in dem Laufe des Videos Zakaria nennen, weil das für mich eher machbar ist. Der in der niederländischen Liga mit Toren glänzt. Doch Magdeburg ist wohl nicht der einzige Club, der den Torjäger will. Und es geht hier um die niederländische zweite Liga, sonst wäre wahrscheinlich ein Wechsel eher unwahrscheinlicher, obwohl wir das auch bei Ayhan Kurien bekommen haben, und da ist der auch richtig gut eingeschlagen, genauso wie bei Kars in der zweiten niederländischen. Tatsuya Ito ist schon weg. Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Jason Checker und Livan Boşo ebben nicht ab. Allesamt Außenstürmer beim 1. FC Magdeburg. Wird der Club deswegen schon bald aktiv und holt Ersatz? Wie Ottmar Schock auch schon bereits sagte, will er die Position, falls jemand geht, jeweils immer ersetzen. Das heißt, dass auch auf den Außen dann ein neuer Spieler kommen müsste, sollte das der Fall sein. Auch wenn man meiner Meinung nach genug auf Außen hat. Vor allem, weil man auch aus eigenen Reihen wahrscheinlich so 8 Außenstürmer hat. Und das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall genug. Hat dann auch sogar Optionen mit anderen Spielern, die man umstellen könnte. Aber grundsätzlich kann ich auch den Gedanken nachvollziehen, wieso man da auch mal nachdenkt. Vor allem bei so einem guten Spieler. Ist einfach so. Der bringt gutes Potenzial mit. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der FCM Interesse an Zakaria haben. Der 24-jährige Stürmer spielt derzeit im SC Telstar in der zweiten niederländischen Liga mit 14 Toren und 2 Vorlagen. In den vergangenen 20 Spielen führt er nicht nur die Torjägerliste der Liga an, sondern spielt sich auch in den Fokus mancher Clubs. Und ganz wichtig dazu sagen, es ist nicht irgendein Club, der krass oben mitspielt in der niederländischen Liga. Ohne seinen Scorer wäre wahrscheinlich der Verein Vorletzter. Also das sagt schon viel aus darüber, wie gut denn der Verein ist und wie gut er als Spieler ist. Das gleiche hatten wir auch bei Kars, genau die gleiche Situation. Und ja, deswegen würde ich mich sehr freuen, falls dieser Spieler an die Elbe kommt. Denn er ist wirklich ein ähnlicher Spielertyp wie Livan Boşo und der gefällt mir sehr, sehr gut mit seinen Dribblings. Es gab auch Videos dazu, die habe ich mir mal angeschaut. Der bringt eine unglaubliche Qualität mit. Das ist wirklich krass für eine zweite niederländische Liga. Das habe selbst ich nicht erwartet. Neben dem 1. FC Magdeburg soll laut Bild auch der niederländische Topclub Willemborg 2 an Eda-Shuri dran sein. Der Niederländer stand in der laufenden Saison in jedem Spiel in der Startelf, absolvierte nahezu jede einzelne Minute und war an jedem zweiten Tor beteiligt. Wie gesagt, das meine ich ja, also ohne ihn wäre der Club komplett aufgeschmissen wahrscheinlich und würde überhaupt nicht konkurrenzfähig sein. Vitesse Arnhem ist ja auch in der Liga und ist aktuell letzter mit Minuspunkten. Da ist das Ding auch schon so gut wie gegessen, aber ja, wahrscheinlich hätte Vitesse Arnhem gar nicht in dieser Liga gespielt, wären sie dann auch letzter ohne ihn. Also das sagt schon, wie gesagt, sehr viel aus über den Verein, über die Leistung von ihm. Es spricht einfach sehr viel für ihn. Und ich denke, wenn er sich für uns entscheidet, wäre es dementsprechend auch die richtige Entwicklungsentscheidung. Nicht niederländische Liga, auch wenn ich es sehr verstehen könnte, weil er Niederländer ist. Aber ich glaube, die zweite Bundesliga ist aktuell einfach interessanter als Spielertyp, wenn du dahin wechselst, denn viele Spieler aus der zweiten Liga machen es aktuell richtig gut, auch in der ersten Liga, wie zum Beispiel in der Bundesliga, und die ist besser als die niederländische Liga. Siehe Budu, Cividadze oder auch Ex-Magdeburg-Spieler. Am liebsten spielt er 1,87 Meter große Spieler im Mittelsturm, kann aber auch im offensiven Mittelfeld und rechts außen agieren, was ihn für den FCM nach dem Abgang von Ito interessant macht. Ausgebildet wurde Eda-Shuri in der Jugend von Topclub Feyenoord Rotterdam, ähnlich wie auch ein Mohamed Ayhan Kurien oder auch, soweit ich weiß, ein Martin Kars.
die alle bei großen niederländischen Clubs ausgebildet wurden und jetzt mittlerweile sehr, sehr gut etablierten Fußball in der zweiten niederländischen oder erst Bundesliga spielen. Zweiten Bundesliga bei Magdeburg. Zakaria hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von stolzen 550.000 Euro und einen Vertrag bis kommenden Sommer. Will der FCM also den Stürmer an die Elbe holen, müsse er wohl tief in die Tasche greifen. Denkbar wäre auch eine Verpflichtung am Ende der Saison. Dann wäre der Niederländer ablösefrei. Ja, das sind die Fakten. Man müsste wahrscheinlich so um die 300.000 bis 400.000 Euro bezahlen. Sein Marktwert wird auch weiterhin steigen, vielleicht sogar dann die glatten 550.000, auch wenn er noch ein halbes Jahr hat. Und das ist natürlich schwierig für den FCM, das vielleicht zu bewältigen, aber ich denke mal, das Geld sollte in der Sache gar nicht das Problem sein, wenn man vor allem Spieler, die gutes Geld verdienen, aktuell abgibt, wie zum Beispiel auch ein Checker, der wird auch sehr, sehr gutes Geld verdienen beim FCM, oder auch Ito, den man abgegeben hat. Roti hat auch bestimmt gutes Geld verdient. Also das wäre, glaube ich, finanziell auf jeden Fall machbar. Gute Erfahrungen mit Spielern aus der zweiten niederländischen Liga hat der erste FC Magdeburg. Im Sommer holte der Club Martin Kaas aus der Keuken Campion Divisé, hoffentlich auch wieder richtig ausgesprochen, der mit 7 Toren und 4 Vorlagen in seinen ersten 16 Spielen für den FCM ein absoluter Glücksgriff war. Bislang gab der FCM in diesem Winter nur einen einzigen Neuzugang mit Alexander Armstrong bekannt. FCM-Innenverteidiger Andi Roti wurde an Dynamo Dresden ausgeliehen und Ito verließ den Verein nach Japan. Neue Spieler mit übergroßen Magdeburg-Kader wären also denkbar. Das ist natürlich noch nach aktuellem Stand. Das ist nämlich der 4.1., wo ich das hier aufnehme. Alles extra, damit ich versuche, so aktiv wie möglich für euch zu produzieren an Videos. Anders kann ich es nicht erklären. Wie gesagt, also meiner Meinung nach sollte man ihn bekommen, könnte man wirklich so einen ähnlichen Glücksgriff haben wie auch bei Martin Kaas. Ist die Frage, es ist halt die Position von Barisch Artig. Ob er sich gegen Barisch Artig durchsetzen kann oder als Ersatz dann für Livan Bocho. Ich denke es nicht, weil ich Xavier Amici auch sehr stark sehe. Deswegen finde ich den Transfer insgesamt für unnötig. Aber ich würde den Spielertypen schon bei uns sehr, sehr interessant finden. Schreibt eure Meinung an dieser Stelle, so wie immer in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Lasst ein Like und ein Abo auf das Video da, falls es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video und damit ciao Leute und einen schönen Tag noch.